My videos are now available in different languages. To choose your language, press the setting button, the subtitle bar, and choose your language from the menu. You are now set to watch the video with the subtitle in your language. Enjoy! Ich freue mich, euch heute die weiteren Trendfarben 2021 vorstellen zu können und die Trends 2021. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Run Your World with Musée. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute freue ich mich, euch weitere Farben vorstellen zu dürfen. Wir reden heute über die Trends 2021. 2020 konnten wir unsere Trends leider nicht so ausleben, wie wir wollten, oder nicht so tragen oder ausführen, wie wir wollten. Außer vielleicht zu Hause oder, weiß ich nicht, auf dem Sofa oder beim Einkaufen gehen. Was mir aufgefallen ist, dass ganz viele Trends tatsächlich bleiben, nur leicht verändert wurden. Ja? Wir fangen also an mit den Farben 2021. Zwei von den Farben habe ich euch ja schon vorgestellt. Einmal das Ultimate Grey und das Illuminating. Das ist das schöne Gelb, was ich letztens anhatte. Und ich habe übrigens, vielen Dank, ganz viele Komplimente dafür bekommen. Das hat mich sehr gefreut, dass mir das Gelb steht und der Anzug so toll ist. Also, dieser Anzug ist gar nicht so neu gewesen, aber die Farbe kam zu einem Moment, wo dann kurz darauf wahrscheinlich, ja, die Leute waren nicht bereit für dieses Gelb. Ja, und ich denke mal, in diesem Sommer wird diese Farbe sehr, sehr, sehr populär und sehr aktuell sein, weil das Energie und Freude und Kraft ausstrahlt. Ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr beliebte Farbe wird dieses Jahr. Die weiteren Farben, die ich euch gerne vorstellen würde, von 2021, sind Koralle, Weiß, Classic Blue, dunkles Grün, ein tiefes Rot, ein Schwarz und Weiß. Ja, das sind alles Farben, die stark sind, die was aussagen, und Rosa. Rosa gehört auf jeden Fall dazu. Was mir auch gut gefällt, ist, dass die Farben, die Trendfarben, diese hellen und fröhlichen Farben auch in den Herrenkollektionen wiederzufinden sind. Ja, auch bei den Herren wird Transparenz ein Thema sein und Shorts und Oversize Blazer. Ich habe euch auch ein paar Bilder dazu rausgesucht. Also das gefällt mir sehr gut, weil ich finde es immer schön, wenn man was Frisches anhat und nicht nur mal diese dunklen Farben anhat. Ja, und ich finde, das können die Herren auch ganz gut tragen. Ne? Was auch sehr, sehr schön ist, sind die Trends. Puffärmel, ja? Leder, Jeans in ausgefallenen Varianten, zum Beispiel mit extra großen Schulterpolstern, Jeanshemd mit breiten Schulterpolstern und in einer engen Silhouette, ja, einer schlanken Silhouette, sehr, sehr, sehr schön. Was ich auch gut finde, was geblieben ist von 2020, sind diese Paperback-Hosen, hochgeschlossen mit Gürtel, ja. Buntfaltenhosen kommen sehr viel, also sehr klassisch wieder. Und das sieht man auch in Shorts oder bisschen Knöchel oder Marlene, ganz, ganz lang. Das ist sehr, sehr schön. Und also Anzüge sind sehr, sehr angesagt, bunte Anzüge, so wie der gelbe, den ich anhatte letztes Mal. Oder auch mit Print, mit großen Printmustern. Sehr, sehr, sehr schöne Sachen. Trends, die 2021 groß kommen, sind zum Beispiel Cutouts. Cutouts heißt Löcher, einfach Löcher mitten in den Kleidungsstücke. Zum Beispiel gibt es Löcher am Bauch, links und rechts an der Hüfte oder am Dekolleté. Ja? Was natürlich jeder für sich entscheiden kann, wo er die Cutouts haben kann oder will.
Ja, was ich so besonders schön finde, sind Cutouts an der Schulter, wenn man ganz viel Schulter, alles andere verschlossen ist und eine Schulter zum Beispiel nur sieht oder so. Das finde ich sehr, sehr sexy. Ja, oder hier so am Ellenbogen, man kann ja sich Pullis holen, wo Cutouts drin sind oder enge Kleider mit Cutouts, sieht sehr süß aus. Ja, aber das kann letztendlich auch jeder selber entscheiden. Was auch super trendig ist, ist transparent. Transparent in allen Kleidungsstücken und Accessoires, ja, sei es Netz, sei es Chiffon oder alles, was durchschimmert und durchscheint, mit Jacken, an den Jacken dran, an Schuhen und Accessoires. Ja, also transparent heißt ja nicht, dass man halbnackt rumrennen muss. Ja, ein Transparentkleid zum Beispiel, man kann ein transparentes Kleid holen und unten drunter ein kleines Spaghetti-Trägerkleidchen anziehen, ein enges. Und das ist schon aufregend und zeigt viel, aber auch gar nichts. Und das ist natürlich das Transparente, das Interessante, dieses Geheimnisvolle. Also man kann sich, wie gesagt, von jedem Trend das raussuchen, was man für sich selber cool findet. Ein Trend, den ich absolut Spitzenklasse finde, ist Leder. Leder ist dieses Jahr sehr, sehr, sehr stark. In allen Kleidungsstücken, in allen Schnittarten und mit anderen Trends gemischt, ja. Zum Beispiel gibt es Lederkleider mit riesen Puffärmeln, die ganz eng sind, oder ausgestellte weite Röcke aus Leder oder Kleider, die aussehen wie Biker-Jackets, so wie mein Kleid, was ich euch bei den Herbsttrends vorgestellt habe, Basics. Also Lederkleider kombiniert mit Boots oder High Heels oder wie auch immer, wie es beliebt, ja. Leder ist sehr, sehr, sehr angesagt. Ja, man kann zum Beispiel auch einen Oversize Lederbeutel wie von Bottega Veneta holen. So einen riesen Beutel aus Leder und das vielleicht einer aktuellen Farbe, dieser Farben, die ich euch genannt habe. Mega. Also Leder ist total angesagt. Patchwork ist eins der Trends, das ziemlich neu ist, ganz langsam kommt. Patchwork heißt, es werden verschiedene Materialien, die man vielleicht gar nicht so zusammen kombinieren würde, zusammen kombiniert. Das ist ein Trend, wo ich selber persönlich glaube, der erst im Winter und Herbst richtig groß rauskommt und aufgenommen wird. Wird im Sommer, glaube ich, ein bisschen schwierig, werden wirklich nur die Fashionistas und die trendigen Menschen vielleicht ausprobieren, weil es noch ziemlich neu ist. Aber Patchwork kann super schön aussehen, wenn die passenden Stoffe, wenn die Stoffe zueinander irgendwie passen, irgendwie nicht passen, doch passen, alles edel ist und alles irgendwie harmonisch zusammen ist, kann es sehr, sehr cool aussehen. Zum Beispiel, man kann eine Trenchjacke nehmen in so einem normalen Beige, ja, in so einem typischen Trenchlook und dann vielleicht mit Karos mischen oder mit Leder mischen. Also es kann super cool aussehen, oder Leder und Jeans. Das kann sehr, sehr, wenn es gut gemacht ist, wirklich sehr gut aussehen. Aber ich persönlich glaube, das wird erst im Herbst, Winter groß rauskommen. Aber wenn es jetzt schon traut, ab dafür. Ja, was auch geblieben ist, was ich total schön finde, weil es wirklich viele Frauen sich schon die Sachen eingeeignet haben und auch viel gekauft haben, sind diese Printkleider. Und das sind so einen schönen, transparenten, schönen Stoffen, ob Maxi oder Mini oder Midi, je nachdem, was für ein Figurtyp man ist, wie groß oder wie klein man ist, kombiniert mit einer coolen Jacke oder mit einem Trench oder mit Accessoires, kann das super, super aussehen, ja. Und das vielleicht sogar in neuen Farben, ja, kann das sehr, sehr, sehr schön aussehen. Also die Printkleider bleiben, ob hochgeschlossen oder schulterfrei oder V oder Wickel, diese Printkleider mit diesen großen Blumenprints oder Karo-Prints, die bleiben auf jeden Fall und das finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Und was natürlich auch bleibt, deswegen auch dieses Classic Blue, ist Jeans. Das zeige ich euch erstmal meiner Outfits, die ich gefunden habe, die ich richtig gut finde. Ja, das für ein Jeanshemd mit so einem super maximalistischen Schultern, ja, was eng geschnitten ist. Dazu eine coole Jeanshose, tolle Boots oder High Heels. Ich würde eher das High Heels anziehen, weil es mich streckt und groß macht, ja. Aber privat trage ich natürlich auch gerne flache Schuhe oder Boots oder Turnschuhe, ne. Aber zu so einem coolen, engen Jeans-Outfit würde ich schon High Heels tragen. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass das bleibt und dass man seine Sachen quasi, deswegen sagte ich, viele Trends bleiben auch und wurden in den 2021 mitgenommen und nochmal vielleicht aufgepeppt und
neu gestaltet. Ja, aber das ist ganz gut und dann können wir unsere Sachen, die wir schon haben, mitnehmen, vielleicht selber ein bisschen erneuern und ein bisschen ausschmücken. Ja, aber die Trends bleiben und man kann sie mit neuen Accessoires, mit den neuen Farben ein bisschen aufpeppen. Ja, also das ist das, was ich für euch gefunden habe. Was ich jetzt mache ist, ich mache jetzt ein paar Moodboards. Für meinen Auftrag, den ich bekommen habe, mache ich ein Moodboard. Da habe ich so Ideen gesammelt, ich bin voller Inspiration, weil ich mir die ganzen Modenschauen angeguckt habe, für euch und für mich. Also werde ich jetzt ein Moodboard machen für meinen Kunden. Ja, dann kann ich genau wissen, welche Zeichnungen ich mache, welches Design ich vorschlage, welche Farben ich vorschlage, ja, für den Kunden. Und so, ja, mache ich jetzt diesen Moodboard und die Designs. Und dann mache ich aber auch ein Moodboard für mich. Ja, weil, obwohl ich super viele Farben tragen kann und wirklich in der Position und in der glücklichen Position bin, dass mir viel steht, mache ich immer gerne ein Moodboard mit den Farben und den Designs, die ich aktuell gut finde. Das klebe ich mir dann zusammen. Hab dann in meinem Kopf so, was ich wirklich habe, was ich nicht habe, welche Trends mir gut stehen könnten, was ich vielleicht schon noch aufnutzen muss, ja, was ich unbedingt haben will. So, dann ist es ganz cool, dann kann man, wenn man einkaufen geht oder gezielt irgendwas holt, kauft man nicht irgendwie wild rum. Dann weiß man ganz genau, ach, das möchte ich und das möchte ich haben. Und das finde ich cool und die Farbe finde ich cool. Und das ist das, was ich jetzt für mich und für den Kunden mache. Und wenn ihr Bock drauf habt, macht euch auch ein Moodboard. Klebt das alles schön zusammen. Was ein Moodboard genau ist, sage ich euch im nächsten Video, weil da gehe ich noch tiefer darauf ein, ja, weil es auch darum geht dann, was eine Designerin macht von A bis Z. Und das wird sehr interessant. Also ich danke euch, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. An die, die immer gucken, vielen Dank dafür und dass ihr abonniert habt und immer wieder einschaltet. Die, die noch nicht abonniert haben und das erste Mal da sind, ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert und das nächste Mal wieder dabei seid, ja, und mir folgt. Ich danke euch fürs Zuschauen und nicht vergessen, immer wieder aufstehen, die Krone richten und weitergehen. Run your world with Misé.